Moin und herzlich willkommen aus Miniatur Wunderland zu einem neuen Wunderland-Update. Und das hat es in sich. 5 geniale Themen. Von Show über Figurenbau, über Züge, über Zukunft, über Vergangenheit ist alles dabei. Ich habe mich extra hier heute übrigens in die Atacama-Wüste gestellt. Sie wird bald fertig. Dieses Jahr wird es soweit, zusammen mit dem Regenwald. Und es sieht doch schon irre aus, oder? Das passt doch perfekt zu dem richtig schönen kalten Winter hier in Deutschland. Auf jeden Fall. Wir starten mit einem ganz besonderen Thema. Gerrit durfte nach Berlin zu Helene Fischer in eine super Show. Das könnt ihr gleich sehen, was da alles passiert ist. Und daraus wird noch eine ganz besondere Aktion entstehen für den Frühling. Da lasst euch aber überraschen, das verraten wir jetzt noch nicht. Aber Gerrit hatte echt Spaß und viel Aufregung in Berlin. Schaut selbst. Ja, gerade angekommen in Berlin, die Aufregung steigt ein bisschen. Vor allen Dingen war nicht ganz bewusst, wie viele Plätze es hier gibt. 11.000 Live-Zuschauer. Das hatte ich noch nicht. Ich gehe jetzt mal in den Backstage und versuche meine Nervosität in den Griff zu bekommen. So, es wird immer voller. Jetzt ist es gleich so weit. Das heißt, die Aufregung kann jetzt nochmal so eiskalte Hände nochmal richtig ordentlich werden, weil es ist ja nicht mein gewohntes Format. Ne? So vor 11.000 Live-Zuschauern, Gerrits Tagebuch oder ähnliches ist auch einfacher. Da erzähle ich von dem, was ich wirklich kann. Und hier muss ich mal gucken, ob ich die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt finde. Ich bin sehr gespannt. Hier ist er bei uns, Gerrit Braun. Guten Abend, Helene. Wir gehen mal zu Gerrit rüber. Danke euch. Danke. So. Hallo Helene. Hi. Oh wow, Lieber ich sehe Gerrit, schon was. herzlich willkommen. Moin. Sag mal, was Ich hast du uns da seh Tolles das mitgebracht, Gerrit? Helene, du bist vor 10 Jahren mit der Farbenspielbühne bei uns ins Miniatur Wunderland eingezogen, singst dort seitdem 365 Tage im Jahr, Mensch. 12 bis 16 Stunden am Tag und selbst in so klein begeisterst du alle. Und als wir von deiner neuen Tour erfahren haben, der 360-Grad-Tour, und die Bühne gesehen haben, war uns klar, die bauen wir auch. Wow. Ja, jetzt bin ich erleichtert. Ich bin von der Bühne runter. Das war ein Erlebnis. Also sehr gut gelaufen. Ich musste gar nicht so viel sagen wie erwartet, weil Florian hat das ziemlich gut erklärt und die beiden sind abgetaucht ins Modell. Also was willst du mehr? Und einmal vor 11.000 Leuten live auf der Bühne stehen, so nicht dran. Und ja, das hat mich gefreut. Das ist ein Erlebnis. Das vergisst man nicht. Deswegen bin ich total glücklich und jetzt geht's gleich zurück nach Hamburg. Boah, das war aufregend für ihn. Also ich bin ja schon aufgeregt, wenn ich die Bilder sehe. Ich habe mit ihm gezittert. Das war wirklich ein Ritt. Ich konnte leider nicht mit. War vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube, ich hatte richtig feuchte Hände gekriegt vor Aufregung. Aufgeregt bin ich auch beim nächsten Abschnitt, denn Theresa baut wunderbare Tiere für unseren Regenwaldabschnitt, der hier hinter entsteht. Baut selbst heißt, es gibt diese Dinger nicht zu kaufen. Das heißt, die machen wir alle selbst. Die müssen gedruckt werden und ganz aufwendig bemalt werden. Und ihr müsst euch das anschauen, wie genial und aufwendig diese kleinen Tiere werden. Und ich bin gespannt, ob ihr das überhaupt am Ende wahrnehmt, ob ihr es seht, wenn ihr hier diesen Regenwald anschaut. Das wäre natürlich toll, weil diese Arbeit ist echt irre. Schaut selbst. Hallo zusammen, jetzt seid ihr hier bei mir und ich habe hier ganz viele Tiere. Denn für die Atacama-Wüste und für den Regenwald brauchen wir eine unzählige Anzahl an Tieren, kann man schon fast sagen. Hier haben wir erst einmal unsere Lamas, die ich erst einmal grundiere, dann bekommen sie eine Grundfarbe. Und dann male ich die Gesichter an und die Hufe an, sodass sie ein bisschen detaillierter sind. Wie gesagt, diese Tiere sind jetzt noch relativ einfach. In der Masse auch ziemlich groß und viel. Aber wir haben eben auch kleinere Tiere, wie ich schon erwähnte. Hier zum Beispiel ein schönes Krokodil. Die sehen so schön aus. Also die zu bemalen, das hat auch so einen Spaß gemacht. Die sehen so lebendig aus. Und nicht so, ich sag mal, nicht so wie ein Brett, wie sie früher mal waren, wenn man sie aus dem Modellbau bekam. Dann habe ich hier Aras, fliegende, sitzende. Man sieht jede Feder. Die zu bemalen, das war eine Aufgabe. Die sind sehr, sehr klein. Und das Problem bei den Aras war, ich konnte sie nicht irgendwie aufbohren. Ich konnte sie nirgendwo festkleben, um sie besser halten zu können. Das bedeutet, jeden einzelnen Ara hatte ich in den Fingern. Und irgendwann bekam ich selbst da einen Krampf. Die Tiere haben wir gedruckt bekommen. Der Druck ist sehr, sehr fein, aber auch wirklich sehr stabil. Ich glaube, ich saß 2 Wochen an den ganzen Aras, bis die alle fertig waren. Hier die Flussdelfine sieht man jetzt auch nicht so oft, sind aber auch wirklich im Regenwald irgendwie da in den Flüssen unterwegs. Man lernt auch ziemlich viel dazu, muss man sagen. Ganz viele kleine Frösche, die Giftfrösche, auch ganz winzig klein. Oder
Die Andenkaninchen, auch ganz kleine Tiere. Wie ihr seht, oder hier der Leguan. Bezaubernd, kann ich dazu nur sagen. Wie es in der Natur üblich ist, die müssen ja auch überleben, gibt es auch ein paar Kampfszenen. Den Kaiman und den Jaguar sind ja 2 Tiere, 2 verschiedene Farben. Und alleine hier die ganzen Punkte aufzumalen, musste er alles drauf. Die waren ja alle nur schneeweiß. Und dadurch kommen die Tiere richtig zum Leben. Das sieht richtig toll aus. Und teilweise sagte ich, mein Gott, ist das süß. Das ist einfach nur süß. Man kommt hierher und freut sich richtig darauf, die Tiere weiter zu bearbeiten. Was ich jetzt hier noch am kleinsten von unseren Tieren habe, die sind jetzt noch nicht bemalt. Die werden aber in Zukunft bald so weit bemalt sein. Die kleinen Flusskrabben, winzig klein. Ein Salamander auf Ast. Ich bin nicht alleine, meine Kollegen helfen mir zum Glück. Ja, das sind so unglaublich viele, das kann ich alleine gar nicht wuppen. Also tatkräftige Unterstützung habe ich. Und es liegt auch viel vor uns. Und ich bin ja mal gespannt, wie viel ihr dann später auf der Anlage entdecken werdet. Ja, manchmal muss man sich fragen, lohnt sich der Aufwand wirklich? Kriegt der normale Zuschauer das mit? Was für eine Arbeit da in diesen zum Beispiel kleinen Tieren drin steckt? Und ich sage, ja, es lohnt sich. Es wird immer wieder ein Meisterwerk. Wir schaffen es immer irgendwie wieder zu toppen. Und ich finde, das wird in der Atacama-Wüste und Regenwald wieder gigantisch. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Da entsteht nämlich ein Druckknopf gerade. Der ist echt witzig. Das ist eine Lorenbahn und man drückt auf den Knopf und denkt, wenn man das zweite Mal drückt, dann kommt der Zug wieder raus. Nee, denkste. Und das ist das Tolle an dem Team. Die versuchen immer nicht normal zu denken. Sie denken immer, oh, irgendwas muss jetzt passieren, was den Mensch hier im Wunderland überrascht. Und ich glaube, das gelingt uns schon wieder. Wir sind hier in der Atacama-Wüste in den letzten Schritten von unserem Knopfdrücker. Der hat eigentlich noch gar nicht so richtig einen Namen. Wir haben ihn irgendwie Grubenbahn, Lorenbahn, so was man kennt, genannt. Das sind 4 kleine so eine Bahnen, die fahren hier im Kreis. Aber der Zaubertrick ist dabei, dass man eben, wenn man auf den Knopf drückt, fährt erst die eine, verschwindet, Knopf wird wieder grün, man drückt wieder drauf und dann kommt eine andere. Man kann halt aber auch nicht sehen, was da kommt, dann ist es quasi eine Überraschung. Und mein Favorite ist dann dieser geile Bus, mit dem rechnet halt niemand, weil er hier gar nicht herpasst. Wir sind jetzt hier, um so Restarbeiten zu machen. Es wurde hier tatsächlich noch mal ein bisschen nachgesandet. Heißt, auf dem Gleis ist stellenweise eben Sand drauf und die Bahn kommt da eben nicht rüber. Deswegen haben wir hier so Putzschwämme. Damit müssen wir gleich einmal das Gleis sauber machen. Soll ich mal einen Wagen draufschmeißen und wir testen? Und gucken mal, wie weit er kommt. Das ist die beste Variante, das rauszufinden, wo er keine Spannung mehr kriegt. Ja. Da. Nee, stopp. Ah, die Zeit ist Das abgelaufen. ist genau die entsprechende Gut, Spitze. dann müssen wir vielleicht noch mal kurz warten. Okay, stark. Yeah! Bis da. Das heißt, wir müssen noch Tunnelarbeit machen. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen oder Einfälle habt, wie man den Knopf nennen könnte, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten putzen wir jetzt erstmal weiter und ihr seht es dann, wenn es fertig ist. Ich finde es immer wieder Weltklasse, wie sich das Team immer wieder übertrifft, immer wieder neue Druckknöpfe baut, immer wieder coole Ideen, die überraschend sind. Und hätte man mir das vor 25 Jahren gesagt, dass ich heute solche Dinge in diese Kamera sagen kann, dann hätte ich vielleicht nicht so unruhig geschlafen, denn wir haben vor 25 Jahren im Wunderland gebaut. Wir waren mittendrin in der Vorbereitung, wir hatten noch nicht geöffnet und wir nehmen das mal zum Anlass, ab und zu jetzt mal zurückzuschauen. Wie war es genau vor 25 Jahren? Wir sind in unser Jubiläumsjahr und dementsprechend begleiten wir das auch gleichzeitig mal mit der Anfangsphase. Und da gibt es jemand, der ist jetzt schon seit 25 Jahren im Wunderland, den kennt ihr alle, Wolfgang Wolle, der ist nämlich derjenige, der fast alle Gleise hier gelegt hat. Und ich finde, das ist ein richtig guter Mensch, um mal zurückzuschauen, wie es damals im Januar war. Wir haben ja mit dem Abschnitt Mitteldeutschland angefangen, da wo heute die Kirmes steht. Das sind jetzt hier die Bilder von Mitteldeutschland. Hier kann man den Bahnhof von Schwarzburg schön erkennen. Also das ist schon irre, wenn man das so sieht, wie man da angefangen hat zu bauen. Wahnsinn. Das ist Schwarzburg auch wieder, nur von einer anderen Perspektive. Ja, hier vorne ist nachher, wo die Anlagenkante ist, da ist nachher auch, was eigentlich die bekannteste Szene im Wunderland ist, die Wasserleiche, die wir haben. Und auch das berühmte Sonnenblumenfeld. Wenn man das so sieht, wie wir da gebaut haben und wie das Ganze anfing, ist das schon irre. Ja, am Anfang waren wir noch 10 Leute, die Gleisbau gemacht haben. Heute bin ich seit 24 oder 23 Jahren der Einzige, der hier Gleisbau macht und habe jetzt ungefähr 17 Kilometer auf der Anlage verlegt. Wenn mir das einer mal zu mir am Anfang gesagt hätte, dass du mal auf einer Modelleisenbahn arbeitest und 17 Kilometer Gleis verlegst, hätte ich gesagt, hier, du hast eine Macke. Aber heute ist es so. Und es macht immer noch Spaß. Hier sieht man das. So fangen wir im Prinzip jede Anlage an.
Die Löcher sind halt nachher dafür da, für die Kabeldurchführung. Hier sieht man auch die Füße, wie die angebaut wurden. So fängt das Wunderland im Prinzip dann an, den Tisch zu bauen. Dann werden die Trassen gebaut für die Gleise. Und wenn der Tischler sagt, hier, dass die Gleistrassen sind fertig, dann fange ich an, meinen Gleisplan auszudrucken und dann die Gleise zu verlegen und Trennungen reinzumachen, wo dann halt Trennungen rein müssen, Kontakte und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt öfters vor, solche Rückblicke zu machen und wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei und schaut öfters mal mit rein und ja, man sieht sich ja wieder. Ja, Wolle und ich haben eins gemeinsam. Wir sind beide jetzt schon 25 Jahre hier, aber wir haben eins nicht gemeinsam. Er ist total ruhig und cool und erklärt euch das so souverän, während ich hier immer rumhampel. Egal, ich finde das total spannend. Ich erwische mich selbst immer in diesen nostalgischen Blick in die Vergangenheit. Damals haben wir nicht gefühlt, was draus wird. Wir hatten es gehofft. Und es kamen so viele Menschen um uns herum immer und haben uns gesagt, wow, es ist gar nicht so schlecht, was ihr baut, aber ihr geht pleite. Und das hat mich bis zur Eröffnung dann wirklich echt nervös gemacht. Und dementsprechend umso schöner, dass ich heute 25 Jahre später mir solche Berichte mit euch zusammen anschauen kann. Das ist jetzt aber eine schöne Brücke, denn was aus der Vergangenheit war, kommt jetzt in die Zukunft. Wir bauen ja immer größer, wir wollen ja auch weiterbauen. Wir sind hier mit dem Regenwald beschäftigt, dann kommt die Karibik hin, hier in diesem Bereich da hinten hin. Dann geht's oben wahrscheinlich mit Asien weiter. Und dann haben wir eigentlich wieder vor, auf der anderen Seite, also auf der Ursprungsseite des Wunderlandes, auf die Brücke wieder zurückgehen und dort drüben weiterbauen. Es fehlt ja noch was ganz Wichtiges. Benelux, Mutterland der Eisenbahn, England und vielleicht noch ein bisschen Frankreich weitermachen als die Provence da und so. Und dafür müssen wir Platz schaffen. Und da passt es doch perfekt, dass wir neue Flächen einen Boden tiefer bekommen haben und da alles neu machen können. Und Basti geht mal mit euch rum und zeigt euch im Schnelldurchlauf, im Zeitraffer, was wir alles vorhaben. Basti ist übrigens unser Bruder. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Unser kleiner Bruder, der aber ganz schön groß ist. Und er ist schnell. Schaut mal selbst. Seit letzter Woche ist es endlich soweit. Wir haben hier im ersten Boden 1000 Quadratmeter neu dazu bekommen. Und was wir vorhaben, zeige ich euch jetzt. In den letzten Monaten haben wir schon kräftig geplant, haben Pläne gezeichnet, wieder verworfen, wieder von vorne angefangen. Und jetzt haben wir so etwas wie eine grobe Grundidee. Und wo was in etwa hinkommt, kann ich euch jetzt mal auf einen schnellen Rundgang zeigen. Und hier entsteht unser Wartebereich für alle Spontanbesucher. Hinter dieser Tür dann ein quasi unsichtbarer Raum. Das sind die Garderoben, Rückzugsflächen, Logistikflächen und dahinter das neue Herz des Wunderlands, der Eingangsbereich, wo sich alles zukünftig ballen wird. Und dann haben wir einen riesengroßen neuen Raum, um den Shop komplett neu zu denken. Und am Ende geht da eine Treppe hoch, die einen in den zweiten Stock leitet. Und angekommen im zweiten Boden haben wir die Möglichkeit, die Werkstätten komplett neu zu denken. Es wird alles entkernt, der Modellbau zieht runter, die Modelltechnik zieht runter, die Bahntechnik zieht runter und es entsteht eine tolle, transparente, riesengroße neue Werkstattfläche. Und das Ziel von allem seht ihr hier. Im dritten Boden gewinnen wir dadurch eine große Fläche, wo wir England, Benelux, vielleicht Paris bauen können, wo wir auf jeden Fall richtig Fläche haben für neue Anlagenabschnitte. Boah, das war jetzt aber richtig schnell, aber keine Angst, das Thema wird noch öfter kommen, denn es wird Ende des Jahres erst fertig werden. Es wird ein richtig toller neuer Eingangsbereich. Wir werden euch das alles in Ruhe erklären. Wir nehmen euch sowieso mit auf eine fantastische Reise. Das Jahr ist ganz jung, aber es fühlt sich für uns schon ganz emotional an. Es ist unser 25 Jahre Jubiläumsjahr und wir haben so viel mit euch vor. Also lasst uns zusammen feiern, freuen und neue Sachen erleben. Und bis dahin, bitte bleibt gesund, kommt gut durch den kalten Winter, genießt ihn und bald ist schon wieder Frühling. Macht's gut, tschüss.